Wir haben den 2. November, es ist ein Donnerstag und wir sind auf der Anfahrt zum Stellplatz in Belfort, Frankreich. Den möchte ich euch kurz zeigen und auch weitere Stationen, die wir auf unserer Reise nach Spanien angefahren haben. Herzlich willkommen dazu. Es ist später Nachmittag, man sieht es dämmert schon etwas und wir haben die Autobahn verlassen und sind jetzt auf der direkten Anfahrt zum Stellplatz und müssen hier rechts jetzt abbiegen und gleich dann wieder rechts da, wo das Tor in dieser Wand drin ist, dort müssen wir rein, dort ist der Stellplatz, den wir nutzen wollen. Er ist nur wenige Kilometer entfernt von der Autobahn, daher gut geeignet als Etappenplatz. Jetzt sehen wir hier viele Pkw stehen. Das ist ein gemischter Platz. Wir haben auf der rechten Seite, dort sind die eigentlichen Stellplätze und in der Mitte dürfen Pkw stehen. Das mischt sich aber, wenn am Abend noch mehr Fahrzeuge oder Wohnmobile kommen, dann stellen die sich auch in die Mitte rein und ganz links auch. Wir haben den Platz schon einmal genutzt und ich habe auch schon mal darüber berichtet. Deswegen mache ich es jetzt ein bisschen kürzer und es regnet auch stark, sodass ich also kaum mit der Kamera nach draußen konnte, um Aufnahmen zu machen. So viel vielleicht, es gibt eine End- und Versorgung, es gibt auch Strom. Alles ist hier kostenlos, auch der Strom. Allerdings sind die Steckdosen häufig schon am frühen Nachmittag alle belegt, sodass man oft keinen Strom mehr dann bekommt. Ein Hinweis noch, und der ist wichtig, für alle, die das erste Mal jetzt durch Frankreich fahren, alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen brauchen diesen toten Winkelaufkleber. Den bekommt man im Internet, auch bei dem großen Versandhandel, also kein Problem. Da gibt es auch dann entsprechende Informationen dazu. Dann sollte man auch eine Umweltplakette haben, die muss man frühzeitig beantragen in Frankreich. Ich werde das Ganze mal unter dem Video verlinken, wo es die gibt. Denn wo die Umweltzonen sind, weiß ich so im Moment nicht. Aber es wird hart bestraft, wenn man dann keine Plakette hat, in so eine Umweltzone einfährt. Am nächsten Morgen starten wir dann zu unserer nächsten Tour, so gegen 9:30. Unsere nächste Etappe wird ca. 300 Kilometer lang sein. Wir wollen den Stellplatz am Vogelpark nutzen. Das ist ein Ort, der ist kurz vor Lyon. Wir nutzen dazu die Autobahn, das muss man natürlich nicht, man kann natürlich auch ohne weiteres die Nationalstraße fahren. Ich habe ja im vorherigen Video kurz unser neues Navigationsgerät von Garmin angesprochen, es kamen dazu einige Fragen. Ich muss sagen, wir sind bisher zufrieden, wir hatten am Anfang so etwas Schwierigkeiten mit dem Ein- und Ausschalten. Ich habe nochmal ein Update gemacht, bevor wir gestartet sind und jetzt funktioniert es. Wir haben ja noch ein fest eingebautes Navigationsgerät von MAN. Wir nutzen beide und vergleichen die Routen und meistens sind sie identisch. Wir nutzen ja für die Autobahn, um die Maut zu bezahlen, die Mautbox von Maut 1. Leider funktioniert die nicht mehr. Ich habe auch schon Kontakt aufgenommen mit Maut 1 und wir bekommen eine neue zugeschickt nach Spanien hin, aber jetzt muss ich erstmal mit der Visakarte bezahlen. Das ist auch kein Problem, also weiß ich auch genau, was wir jetzt zahlen müssen für diese Strecke. Wir werden eingestuft in Klasse 3 und bezahlen für die Strecke von Belfort bis kurz vor Lyon 58 €. Wichtig noch in Frankreich immer die Geschwindigkeit einhalten, es wird gerne und häufiger geblitzt und wenn man zu schnell ist, dann kann es teuer werden. Wir haben unser Ziel jetzt fast erreicht. Wir fahren jetzt in den Ort Villars-les-Dames. Kurz hinter diesem Ort ist dann dieser Stellplatz, den wir anfahren wollen. Er liegt am Vogelpark, der jetzt im Winter geschlossen ist. Das ist kein besonderer Stellplatz, sondern das ist
einfach ein großer Parkplatz, den man kostenlos zum Übernachten nutzen kann. Man sieht an der Zufahrt eine Tonnenbegrenzung von 3,5 Tonnen. Das gilt nicht für Wohnmobile, das gilt auch nicht für Busse, die hier in den Sommermonaten oder wenn der Park geöffnet hat, hier auch parken. Das gilt nur für Lkw, die möchte man hier nicht auf dem Platz haben. Dann gibt es noch ein Tor an der Zufahrt, das aber nie geschlossen wird. Ich nutze diesen Platz schon mehr als 15 Jahre. Und habe noch nie gesehen, dass das Tor geschlossen ist. Der Platz ist natürlich gut geeignet, wenn man mit Gespann fährt. Auch Wohnwagen stehen hier, also kein Problem. Größere Fahrzeuge auch kein Problem, wie man sieht. Es gibt ausreichend Parkflächen, die anderweitig im Winter nicht genutzt werden. Wir waren noch nie alleine hier auf diesem Stellplatz oder Parkplatz, muss man sagen. Hier standen mit uns mindestens immer 5 und meistens noch mehr Wohnmobile, die hier nur übernachtet haben. Es gibt hier keinerlei Service, also keine End- und Versorgung und auch keinen Strom. Wir haben Samstag, den 4. November. Es hat wieder eine ganze Nacht fast geregnet, regnet jetzt auch noch. Jetzt geht es für uns aber Richtung Mittelmeer und da hoffen wir auf besseres Wetter. Wir mussten jetzt natürlich nachts auch heizen. Das ist kein Problem. Wir haben ja die spanische Gasflasche. Die nutzen wir schon auf der Fahrt, wenn wir Richtung Spanien fahren, sodass, wenn wir nach Spanien reinfahren, gleich die Flasche tauschen können, falls sie dann leer ist. Wir fahren jetzt auf die N1083. Sie führt uns Richtung Lyon. Ab Lyon nutzen wir die Umgehung. Ich glaube, das ist die A46 und die ist auch mautfrei. Fahren dann weiter auf der A7. Unser nächstes Ziel ist Gruissan, das ist in Südfrankreich. Dort gibt es einen großen Stellplatz am Hafen, den wollen wir für die nächste Übernachtung nutzen. Man kann natürlich auch durch Lyon fahren, das ist auch eine 4-spurige Straße, ist kein Problem. Man kann nur, wenn man Pech hat, einen Stau haben und deshalb fahren wir die Umgehungsstraße, ist für uns irgendwie angenehmer. Hier sehen wir jetzt die Rhone, die führt ordentlich Hochwasser durch den vielen Regen, den es in den letzten Tagen gegeben hat. Wer in Frankreich tanken muss, der sollte das nach Möglichkeit nicht an der Autobahn machen. Dort ist der Diesel sehr teuer, 2,20 Euro. An der Nebenstrecke oder an den Nationalstraßen zwischen 1,80 Euro, 1,90 Euro. Am preiswertesten ist der Diesel an Supermärkten, großen Supermärkten. Dort kann man preiswert tanken. Wir verlassen jetzt die Autobahn an der Abfahrt Narbonne Ost. Von hier aus sind es noch circa 10 Kilometer bis zum Stellplatz Gruissan. Jetzt fahren wir wieder die Mautstelle an. Da wird ja immer gerne gefragt, was kostet die Maut? Wir zahlen jetzt hier von Lyon bis hierhin zur Abfahrt Narbonne Ost. Das sind rundweg 400 Kilometer. 86 Euro. Wir sind in der Klasse 3 eingestuft. Man kann natürlich auch alles mautfrei fahren, ist natürlich etwas mühsam, ist uns zu mühsam. Man hat dann viele Kreisverkehre und man braucht natürlich auch erheblich mehr Zeit dann. Man sieht, das Wetter ist hier erheblich besser. Wir haben fast einen blauen Himmel und Temperaturen zwischen 15 und 16 Grad. So, wir erreichen gleich den Stellplatz. Hier sehen wir schon gleich auf der rechten Seite. Er ist auch für große Fahrzeuge mit Anhänger geeignet. Dieser Stellplatz ist ganzjährig nutzbar. Er ist kostenpflichtig in der Zeit von Mitte Februar bis Anfang November. Er wird jetzt in den nächsten Tagen kostenfrei werden. Man kann ihn aber trotzdem nutzen. Auch die End- und Versorgung ist nutzbar. Es gibt hier auch Toiletten und Duschen. Die sind aber in den Wintermonaten geschlossen. Ich habe sie auch noch nie benutzt. Ich weiß nicht, wie es dort drinnen aussieht. Allerdings hat mir jemand gesagt, es wäre alles sauber. Hier haben insgesamt mehr als 100 Mobile Platz. Der Platz ist meistens auch gut besucht, aber man bekommt auch immer einen freien Platz.
Der Stellplatz liegt direkt in einem Hafengebiet. Wir sehen das jetzt hier gleich von oben. In der Mitte ist der Stellplatz, er ist vom Wasser fast umgeben. Und dann sehen wir die Hafenbecken auf der linken und mittleren Seite. Es gibt keine Parzellierung, aber fast jeder stellt sich ordentlich hin, sodass kein Platz verschenkt wird. In den frühen Abendstunden kommen noch viele Camper an, sodass der Platz sich noch gut füllt. Wir haben uns inzwischen gut eingelebt in unser neues Wohnmobil, nutzen alles ausgiebig, so wie zum Beispiel kochen wir natürlich auch im Mobil. Es funktioniert alles, große Mängel haben wir bisher nicht festgestellt. Kleinigkeiten gibt es, der Fernseher von Alphatronic, der macht so ein bisschen Probleme wenn wir Fernsehen schauen wollen über Internet, aber damit muss ich mich mal auseinandersetzen und beschäftigen, wenn ich dann etwas mehr Zeit habe. Blick aus dem Fenster, da sieht man, wie viel am Abend noch dazugekommen sind und der Platz sich gut gefüllt hat, gerade auch mit Gespannen. Nächsten Morgen, der Platz leert sich schnell. Einige starten sehr früh, weil sie natürlich schnell in den Süden von Spanien wollen und auch einiges an Kilometer fahren wollen. Das ist bei uns ein bisschen anders. Wir fahren zwischen 300 und 400 Kilometer, wenn es irgendwie möglich ist. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis Platz ist auf der Entsorgung. Wir wollen hier nämlich noch entsorgen. Das ist hier gut gemacht. Es gibt eine Klappe hier im Boden. Dort kann man die Kassette entleeren. Dort kann ich auch ran mit meinem Schlauch und kann dort auch meinen Fäkalientank entleeren. An der Zufahrt steht ein kleines Häuschen. Dort sind meistens zwei junge Damen, die kontrollieren, ob man bezahlt hat. Das heißt, wer spät gekommen ist, und nicht bezahlt hat, der kann das jetzt nachholen. Und wer bezahlt schon am Tag vorher hat, der zeigt sein Ticket und kann rausfahren. Wir sehen jetzt beim Rausfahren so ein bisschen hier was vom Hafen. Es ist ein schöner Hafen, es gibt mehrere Hafenbecken. Wer hier noch niemals war, der könnte vielleicht noch einen Tag länger hier bleiben und sich hier alles anschauen. Gibt auch einiges an Restaurants, die sind allerdings in den Wintermonaten nicht alle geöffnet. Es gibt immer wieder Menschen, die sich freuen, wenn sie uns sehen und machen dann ganz spontan ein Foto, wenn wir vorbeifahren. Das ist auch kein Problem, freuen wir uns auch. Hier im Ort Gruisson gibt es eine Tankstelle. Wer also tanken muss, hat hier die Möglichkeit, voll zu tanken, beziehungsweise so viel zu tanken, dass er bis nach Spanien hinkommt, denn dort ist der Diesel erheblich preiswerter als hier in Frankreich. Wir fahren wieder auf die Autobahn, haben etwa 100 Kilometer, etwas mehr glaube ich, dann haben wir Spanien erreicht. Kurz nach der Grenze kommen gleich die ersten Tankstellen an der Autobahn. Hier an der Autobahn kostet der Diesel ja um die 1,70 € und man bezahlt auf der Nebenstrecke 1,50 €, 1 Euro billigste, was ich gesehen habe, 1,47 €. Unser nächstes Ziel ist ein Camping- und Stellplatz, und zwar mit dem Namen Playa Fiesta. Er liegt in der Nähe der Stadt Cambrils. Wir kennen den Platz und waren schon häufiger dort und werden dort dann voraussichtlich einige Tage bleiben, um uns ein bisschen zu entspannen von der Fahrt. Wir haben jetzt hier schönes Wetter und Temperaturen von über 20 Grad. Die Strecke von Gruisson bis zum Playa Fiesta sind etwa 380 Kilometer. In Frankreich müssen wir noch Maut bezahlen, waren 24 €, die wir dort bezahlt haben. Hier in Spanien sind die Autobahnen im Moment mautfrei. Die meisten Autobahnen jedenfalls. Jetzt haben wir die Zufahrt zum Stellplatz und Campingplatz erreicht. Hier dürfen wir aber die Straße nicht überqueren. Wir fahren ein Stück weiter, wenden an einem Kreisverkehr, kommen dann zurück und fahren dann hier zum Stell- und Campingplatz. Die Zufahrt geht über einen ehemaligen Bahnübergang. Dieser ist sehr holprig, da muss man langsam fahren. Habe ich schon in einem Video, das ich vor Jahren aufgenommen habe, schon mal gezeigt.
Viele werden das auch kennen. Wenn man dann hier angekommen ist, dann sieht man auf der linken Seite ein Terminal. Dort kann man ein Ticket ziehen und dann öffnet sich die Schranke und man kann den Platz befahren. Anmelden kann man sich später, wenn man das möchte. Man kann sich selber eine Parzelle aussuchen, die man nutzen möchte. Es handelt sich hier um einen naturbelassenen Campingplatz, das heißt der Boden ist sandig oder etwas Gras. Man darf sich auch hier direkt an den Strand stellen, wenn man das möchte. Der Strand ist durch einen Sturm oder Sturmflut etwas in Mitleidenschaft gezogen, deshalb liegen hier viele Steine. Insgesamt gibt es überall hier so in der Region Steine an den Stränden. Aber wenn man jetzt so ein bisschen weiter hier nach rechts geht, dann kommt ein Strand, dort ist Sand. Wenn man hier so Anfang Oktober kommt, dann ist das Wasser noch schön warm. Das ist jetzt leider nicht mehr so. Wir haben jetzt Anfang November. Das Wasser soll jetzt noch eine Wassertemperatur von 15 Grad haben. Auch für größere Fahrzeuge gibt es hier Plätze. Man muss so ein bisschen schauen. Die normalen Plätze würde ich mal so schätzen, 9, 10 Meter, kein Problem. Wer ein längeres Fahrzeug hat, muss sich ein bisschen umschauen, damit er einen entsprechenden Platz findet. Im November werden hier die Bäume geschnitten. Das sieht dann nicht mehr so ganz schön aus, hat allerdings den Vorteil, dass man mehr Sonne auf dem Platz hat. Man muss da keine Bedenken haben. Es wird nur dort geschnitten, wo freie Plätze sind, so dass auf keinen Fall irgendwie Fahrzeuge beschädigt werden. Wir nutzen diesen Platz immer mal wieder, nicht jedes Jahr, aber wir waren schon häufiger hier. Gern nutzen wir ihn als Etappenplatz. Meistens bleiben wir auch etwas länger, das heißt einige Tage, um sich so ein bisschen von der gesamten Fahrt, bis hierhin sind es ja vielleicht 1700, 1800 Kilometer, ich weiß es nicht genau. Und dann erholt man sich hier erstmal ein paar Tage. Der Platz kostet 17,50 €. Darin ist alles enthalten, also auch der Strom und natürlich auch die Nutzung der sanitären Anlagen. Und wie man hier sieht, Hunde sind auch erlaubt. Der Platz ist eine Mischung aus Stellplatz und Campingplatz. So sind natürlich dann hier auch Wohnwagen erlaubt und können hier stehen. Nicht jeder mag diesen Platz, liegt in der Natur der Sache. Jeder hat eine andere Sicht auf die Dinge und das ist auch gut so. Das, was ich jetzt sage, habe ich schon häufiger gesagt. Einige sprechen davon, wie kann Haco so einen Platz empfehlen? Ich empfehle keine Plätze, ich zeige, wie es dort aussieht. Ob dort jemand nachher hinfährt oder auch nicht, das ist letztendlich seine Entscheidung. Wie ich am Anfang schon sagte, die sanitären Anlagen kann man nutzen hier. Sie sind etwas in die Jahre gekommen, es ist aber sauber und dann fehlen teilweise die Duschköpfe, teilweise sind auch die Einhebelmischer an den Waschbecken abgebrochen. Das ist schon viele Jahre so, wir kennen das gar nicht anders. Warum man das nicht ersetzt, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es Gründe dafür. Wir hatten ja bisher noch keine Möglichkeit, unsere Fahrräder zu testen. Das wollen wir jetzt hier tun. Man sieht hier, wir haben so eine kleine Rampe, um sie ein- und auszuladen. Denn die Fahrräder, das sind keine Leichtgewichte. Wenn ich mich richtig erinnere, wiegen sie 32 Kilo. So starten wir morgens so gegen 10:30 zu unserer ersten Tour mit unseren Fahrrädern. Und zwar soll es nach Cambrils gehen. Die Stadt ist etwa 9 Kilometer vom Stellplatz entfernt. Dazu können wir einen Weg und eine Straße nutzen, die so parallel zum Meer führt. Natürlich, wie man hier sieht, Schotterweg, aber nicht überall, nur teilweise. Nach etwa der Hälfte der Strecke kommt man direkt ans Meer. Dort gibt es einen schönen ausgebauten Fahrradweg. Den kann man jetzt fahren bis zur Stadt Cambrils hin. Ich werde ja mal wieder gern nach den Temperaturen gefragt, die aktuell dort jetzt sind. Wir haben nachmittags über 20 Grad. Allerdings in den Vormittagsstunden ist meistens etwas kühl, sodass man beim Fahrradfahren gerne eine Jacke anzieht.
Die Stadt Cambrils hat ca. 33.000 Einwohner, hat einen schönen Hafen und natürlich gibt es hier viele Restaurants, Bars und Cafés. Wer einkaufen möchte hier, kein Problem, hier gibt es die großen bekannten Supermärkte. Wir haben gut eingekauft, sind jetzt mit einigen Kilos mehr beladen. Das ist auch mit den Fahrrädern kein Problem. Und somit haben wir uns den schnellsten und kürzesten Weg zurückgesucht. Und zwar geht der entlang der N340. Dort gibt es einen markierten Fahrradweg, den man auch nutzen kann. Ist natürlich nicht ganz so schön wie am Meer entlang, aber wir haben diesen Weg jetzt mal genutzt. Nach 6 Tagen auf dem Camping- und Stellplatz Playa Fiesta soll es für uns weitergehen. Bevor wir aber weiterfahren, end- und versorgen wir noch. Wir haben den 11. November. Es gibt hier jetzt inzwischen viele freie Plätze. Das soll im Oktober anders gewesen sein. Da haben mir andere Camper erzählt, dann soll der Platz immer voll belegt oder nicht voll, aber überwiegend voll belegt gewesen sein. Das hatte ich am Anfang ja schon gesagt. Wer gerne am Meer stehen möchte, der hat hier die Möglichkeit, hat natürlich immer einen schönen Blick dann aufs Meer, hat natürlich aber dann keine richtige eigene Parzelle, sondern man stellt sich so hin, wie es passt. Noch einige Hinweise zum Platz. Der Strom ist mit 6 Ampere abgesichert. WLAN gibt es, aber funktioniert nur bedingt. Ich glaube nur in der Nähe der Rezeption. Der Platz ist nicht ganzjährig geöffnet. Er hat geschlossen vom 10. Dezember bis zum 10. Januar. So habe ich es jedenfalls gelesen. Vorne an im Campingplatz findet man die End- und Versorgung. Hier gibt es einen Bodeneinlass. Hier kann man auch Frischwasser zapfen. Frischwasser kann man allerdings auch direkt am Platz zapfen. Wir haben ja bei der Einfahrt ein Ticket gezogen. Mit diesem Ticket geht man dann hin zum Bezahlen. Und wenn man dann bezahlt hat, bekommt man ein neues Ticket. Und mit diesem Ticket kann man dann den Platz verlassen bzw. die Schranke öffnen. Jetzt müssen wir wieder den etwas schwierigen Bahnübergang überqueren. Wie am Anfang schon gesagt, schön langsam fahren, sonst fallen einem alle Tassen aus dem Schrank. Unsere nächste Etappe wird eine kurze Etappe sein. Unser nächster Übernachtungsplatz soll der Spätzle Fritz sein, der Stellplatz. Aber vorher möchten wir noch einkaufen, und zwar in Wien Naros. Dort gibt es einen Supermarkt beziehungsweise einen Lidl-Markt. Der Parkplatz ist stark belegt hier gerade am Samstag, deshalb fahren wir etwas weiter und parken dort dann an der Straße. Hier jetzt nochmal ein Hinweis zu einer Tankstelle, einer preiswerten Tankstelle. Die sehen wir jetzt hier auf der linken Seite. Zurzeit glaube ich 1,47 € oder 45, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ist der Dieselpreis hier. Wenn wir mit dem Mobil einkaufen, dann bleibt immer einer im Fahrzeug und der andere geht in den Supermarkt. Machen wir aus Sicherheitsgründen. Ist wahrscheinlich nicht überall erforderlich, aber wir haben uns das so angewöhnt. Dann geht es weiter zum Stellplatz Spätzle Fritz. Wir haben etwa Mittagszeit, wo wir hier ankommen. Einige sind schon da. Der Platz ist in den letzten Wochen immer gut besucht worden. Klar, viele fahren jetzt Richtung Süden und machen hier Station, weil er verkehrsgünstig liegt. Und auch gerade für große Fahrzeuge oder Fahrzeuge mit Anhänger ist der Platz gut geeignet. Ich habe ja über diesen Platz schon häufig berichtet, deshalb mache ich es kurz. Es gibt hier eine End- und Versorgung, es gibt hier Strom, es gibt WLAN. Wenn man ins Restaurant essen geht, zahlt man 5 € Platzgebühr, Stellplatzgebühr. Ansonsten kostet der Platz, glaube ich, 13 €.
Wir haben dort gut übernachtet und so konnte es am nächsten Tag ausgeschlafen weitergehen, und zwar weiter Richtung Süden. Ich werde weiterhin berichten über Stell- und Campingplätze, die wir auf unserer Spanienreise genutzt haben. Ich sage einmal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.